Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Fujitsu Livebook und zwar ein E5510 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer findet, aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite und zwar hier. Und ja, also mit dieser Nummer findet ihr eben alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Ganz allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Dafür muss man nämlich nur den Frontrahmen abnehmen und kommt so an das Display ran. Da muss man nur beachten, dass hier unter den beiden Abdeckungen jeweils Schrauben drunter sind, aber ansonsten ist das relativ schmerzfrei. Bei der Tastatur ist es so, die gibt es einzeln. An die kommt man aber leider nicht dran, außer man nimmt wirklich alles raus. Also da muss man wirklich Bodenplatte abnehmen, Service-Schacht natürlich auch und man muss alles rausschrauben. Also auch das Mainboard und so weiter, die ist dann in so eine Halterung reingeschraubt. Also da wirklich alles raus, bevor man an die Tastatur rankommt, obwohl es die einzeln gibt. Beim Touchpad ist es so, das kommt zusammen mit dem Topcase in diesem Fall. Bei diesem Gerät ist es übrigens so, dass man an den Akku von außen rankommt und über die Serviceabdeckung kommt man hier auch an SSD und RAM, beziehungsweise ist da auch noch das LTE-Modul oder wenn man eins hat. Beim Akku ist es so, da gibt es zwei Schalter quasi, einmal hier und einmal hier. Den schiebt man nach oben und hält ihn und dann kann man den hier entriegeln. Und dann muss man halten und dann kann man den Akku an sich hier einfach nach oben aus dem Gerät nehmen und ja, so natürlich auch gegebenenfalls tauschen. Die Serviceabdeckung ist von 3 Schrauben hier, wird die gehalten. Das heißt, die 3 Schrauben raus und dann kann man das hier tatsächlich einfach hier so ein bisschen schauen, dass da nichts bricht, aber das ist relativ einfach. Kann man die Servicedeckung abnehmen und dann sieht man hier eben schon die beiden RAM-Slots. Da ist jetzt nur einer belegt. Dann hier ist eben die SSD und da wäre jetzt in dem Fall eben jetzt auch noch Platz für ein LTE-Modul. Und ja, also RAM zu tauschen ist immer sehr, sehr einfach. Der wird nämlich nur von diesen beiden silbernen Klammern hier gehalten. Wenn man die so ein bisschen zur Seite schiebt, kann man den RAM aus dem Slot nehmen und so gegebenenfalls auch tauschen. Und da ist es nur so, wenn man so ein bisschen feuchte oder auch schwitzige Hände hat, dann einfach schauen, dass man hier vorne nicht an die Kontakte rankommt. Bei dem neuen dann zum Beispiel, also immer schön seitlich fassen. Und genau, und dann kommt der geht auch nur in eine Richtung rein. Der würde jetzt so gar nicht passen. Und dann kommt der hier zurück in den Slot, wird nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Und ja, genauso einfach ist auch die SSD. Die wird nur von einer Schraube hier hinten gehalten. Und im Übrigen verwende ich hier ein super praktisches Universalwerkzeugset. Alles dabei, was man braucht. Pinzetten, Öffner, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen. Das habe ich mir jetzt hier auch schon mal zurechtgelegt. Und da das im Grunde genommen alles Kreuzschrauben sind, kann man als Aufsatz für die Arbeiten hier ein PH0 benutzen. Also auch um den Service-Schacht aufzukriegen. Und ja, bei der SSD, wie gesagt, die wird nur von einer Schraube gehalten. Das heißt, sobald man die raus hat, kann man die auch hier so ganz leicht nach oben hebeln und dann hier rausnehmen.
Da ist es nämlich so, die klebt mehr oder weniger stark hier auf dem Kühlpad oder Abstandshalter. Und genau, nur nicht zu weit natürlich, dass es nicht bricht. Und dann kann man die hier aus dem Gerät nehmen. Und ein wichtiger Hinweis auf jeden Fall, wenn man die Bodenplatte, die Unterseite abnimmt oder abnehmen will, muss die SSD auf jeden Fall raus. Genau, dann kommen wir auch gleich dazu, falls man jetzt die Bodenplatte abnehmen will, gibt es hier gefühlt 1 Million Schrauben. Und das sind einmal alle Schrauben, die hier außen ersichtlich sind. Hier und auch hier vorne drumherum. Dann, wie gesagt, muss man die Bodenplatte, den Service-Schacht aufschrauben. Die Schrauben hier sind anders. Die alle außen herum sind ein Format, das schon mal getrennt aufbewahren. Und dann ist es auch so, die mit dem Pfeil hier und unter dem Service-Schacht, auch hier ist ja ein Pfeil dran, auch die beiden Schrauben, die müssen nicht nur raus, sondern die sind auch nochmal anders, also auch die getrennt aufbewahren. Und zu guter Letzt gibt es hier unter dem Akku auch nochmal 4 Schräubchen. Auch die sind anders, also auch die getrennt aufbewahren. Und dann merkt man sich einfach, wo was war oder beschriftet sich das zur Not auch, dass man sich hier schreibt, Schrauben mit Pfeil etc., dass man danach nicht die falschen Schrauben verwendet. Das kann nämlich vor allem, wenn man zu lange Schrauben nimmt, dann böse enden. So, wenn man alle Schrauben raus hat, das ist hier zum Glück dann so, dass die Unterseite da auch wirklich hauptsächlich durch die Schrauben eben gehalten wird. Trotzdem wird das dann aufgehebelt und da ist es so, ich weiß nicht, ob man das hier dann so gut sieht, aber hier vorne kann man die Verbindungslinie, glaube ich, ganz gut sehen. Die läuft dann auch hier einmal herum und auch auf der Rückseite lang. Und genau, ich versuche dann einfach, ich fange jetzt meistens auf der Rückseite an und dann nehme ich hier einen der Öffner aus dem Werkzeugset und versuche hier quasi zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite zu kommen und das dann nach oben hin aufzuhebeln. Und wie gesagt, da sieht man schon, dass das jetzt nicht so wahnsinnig heftig gehalten wird. Auf jeden Fall trotzdem nicht mit Gewalt. Einfach vorsichtig hier dann nach und nach das aufhebeln. Und sollte es mal an irgendeiner Stelle richtig schwer gehen, ja, unwahrscheinlich, aber wenn, dann kann man auch an einer anderen Stelle anfangen, zum Beispiel vorne, aber meistens reicht es, irgendwo eine Lücke zu schaffen und dann ja, kann man die schon abnehmen. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Und ja, was man jetzt hier im Innern eben sehen kann, ist, zum einen haben wir hier die CMOS-Batterie. Die ist hier nur reingeklemmt, die kann man raushebeln. Dann sehen wir noch den Lüfter, der lässt sich nämlich auch einzeln tauschen. Und diese Metallabdeckung hier ist quasi genau das, wo die Tastatur dran geschraubt ist. Also hier muss man wirklich das Mainboard abnehmen, um dann an die Tastatur ranzukommen. Und ja, ich würde sagen, wir bauen jetzt mal den Lüfter aus. Und der wird in dem Fall von diesen 2 Schrauben hier gehalten. Und dann haben wir hier noch das Lüfterkabel. Und wenn die Schrauben raus sind, kann man den Lüfter hier wirklich einfach nach oben aus dem Gerät nehmen. Bei dem Stecker hier würde ich schauen, also ich würde jetzt eher nicht an den Kabeln ziehen. Ich würde gucken, dass man den hier so links, rechts ein bisschen greift und dann rauszieht. Und ja, so kann man den eben gegebenenfalls auch tauschen. Beim Wiederverbinden ist es so, je nachdem, ob der markiert ist oder nicht, wie die Kabel liegen. Auf jeden Fall kann man hier sehen, der Stecker hat auf der einen Seite Kontakte, die hat er auf der anderen eben nicht. Und die Kontakte zeigen nach unten. Und beim Wiederverbinden würde ich es auch so machen, ich würde auf jeden Fall erst das Kabel wieder verbinden. Ist ein bisschen einfacher und vor allen Dingen vergisst man es dann auch nicht. Das ist der Hauptgrund. Schauen, dass der auch wieder richtig sitzt. Und den Lüfter selber, den muss man ja dann nur wieder hier zurück auf die Gewinde legen. Auch schauen hier, dass die Kabel von den Lautsprechern und so nicht drunter sind, nicht eingeknickt sind. Und ja, dann wird er einfach wieder verschraubt.
So, ja, das ist eigentlich auch so ziemlich das Einzige, was man hier im Inneren machen kann. Hier übrigens noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen, was wir hier sehen können. Das hatte ich gerade übersehen. Und ja, die Unterseite, wenn man die jetzt wieder verbinden will, ist genauso leicht wie beim Draufmachen. Die legt man jetzt einfach von oben wieder auf das Gerät und drückt die nach unten fest. Und da schaue ich am Ende auch immer noch einmal um das Gerät herum und schaue, dass hier wirklich alles geschlossen ist, keine Lücke mehr zu sehen ist. Und ja, dann muss man eher alles wieder verschrauben. Da kommen also die 4 Schrauben vom Akku wieder rein. Dann auf jeden Fall das, weil das unter der Serviceabdeckung ist, also auch die beiden wieder rein. Dann alle Schrauben außen und am Ende kommt dann eben ja einfach nur die Serviceabdeckung wieder hier drauf. Auch da schauen, dass die richtig geschlossen ist. Und beim Akku ist es dann so, den legt man jetzt. Hier unten sind die zum Einrasten und hier ist der Kontakt. Den schiebt man jetzt hier unten wieder rein, drückt den nach unten und verriegelt den wieder. Und das ist auch wichtig, dass man das hier drüben lässt und der unten. Und ja, so schnell geht das in dem Fall. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.